Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute keine Reaction oder sonst irgendwas. Nämlich heute geht's um mein zweites Projekt neben YouTube, neben Social Media, nämlich unsere eigene Website. Ja, vorab, vorab, wenn ihr jetzt denkt, hier kommt irgendwas Geiles, ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gemerkt, hier wird wieder ein One-Tag rausgehauen. Ich werde hier wahrscheinlich viel drum herum labern, vielleicht einige Sachen doppelt sagen. Ich habe das Video jetzt schon bestimmt 10-mal versucht aufzunehmen, habe 1000 Sachen wiederholt, aber jetzt ist mir das auch relativ egal. Ich glaube, ich stehe da auch irgendwo für alles zu wiederholen und was auch immer. Macht das aber auch irgendwie authentischer, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja. Worum ist die, oder wofür ist dieses Video? Erstens, um euch zu zeigen, ey, woran hat der Mann überhaupt gearbeitet, warum hat er das gemacht und was hat er damit vor? So, irgendwie das wird irgendwo wie der Ablauf sein. Hab mir jetzt auch irgendwie keine Notizen gemacht oder was auch immer. Deswegen alles Freestyle, so wie ihr es kennt. Ja, und dann lass uns mal anfangen. Warum habe ich den ganzen Bums eigentlich gebaut? Warum mache ich das nebenbei? Warum mache ich nicht einfach nur mein YouTube? Was sowieso schwierig schon ist mit meiner Arbeit. Warum mache ich eigentlich noch eine Website nebenbei, die ich noch nebenbei nebenbei aufbaue? Habe ich einfach Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der einfach irgendwie Bock darauf hat, oder wenn der auf irgendwas Bock hat, dann macht er das einfach und oft ist es so, dass ich da die Lust dran verliere. Hier muss ich aber sagen, hat sich einfach ganze Zeit durchgesteigert, weil ich gesagt habe, vor 3, 4 Wochen, also da, wo es wirklich so runterging mit den Videos, wo ich von den 3 Videos, was auch schon wenig ist, wenn man so überlegt, 3 Videos in der Woche auf ein Video oder 2 Videos runtergegangen bin. Eigentlich sogar eher 1. Ja, da hat es alles angefangen. Ich glaube, das müsste jetzt 3 oder 4 Wochen her sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Dass ich mir gesagt habe, ey, komm, du hast echt Bock, dir eine Website aufzubauen. Also habe ich mir eine KI geschnappt. Habe damit mir dann alles soweit aufgebaut. Also ich habe keine Ahnung vom Coden und was auch immer. Also klar, ne, man lernt so ein bisschen. Aber da gibt es sehr viele Menschen da draußen, die das wahrscheinlich besser können als ich. Oder ganz sicher besser können als ich. Aber wie gesagt, das ist eine Website, die ich mit KI aufgebaut habe. Das sieht man aber auch in den Texten und in den Bildern auch. Ja, Texte werden aber noch umgeändert, Bilder wahrscheinlich eher nicht. Einfach aus dem Grund, da ich einfach von meinem YouTube her alleine schon einfach gezeichnet bin von Copyright. Deswegen ist oft oder sind sehr viele Bilder einfach KI generiert. Alles ist irgendwie mit KI gemacht. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Reaction-Thumbnails seht oder was auch immer für Thumbnails, sind dann natürlich irgendwelche Defcon-Zeichen oder irgendwelche Festival-Zeichen oder. Das liegt aber auch einfach dann an den Videos. Aber sonst versuche ich alles irgendwie non-Copyright zu machen. Man weiß sich nicht, also ich weiß nicht, wo sich das alles hin entwickelt. Aber ja, wie gesagt, KI und Beta. Ganz, ganz wichtig. Also das ist keine Website, die jetzt fertig ist. Die ist einfach, also zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich gesagt, ey, die will ich euch präsentieren. Ab jetzt nehme ich euch mit auf dieser Tour. Ob ich da wirklich Videos jedes Mal wieder zu mache, wenn sich irgendwas neu erneuert hat oder was auch immer, gucken wir einfach mal. Natürlich auch die Resonanz auf dieses Video hier, wie ihr das überhaupt findet. Ja, aber wie gesagt, eine Website in Aufbau. Denke aber, dass sie schon mal so weit ist, dass es schon was Cooles ist bis hierhin. Ja. Wie ich die ganze Zeit schon gesagt habe, es ist nicht meine Website. Also, natürlich habe ich auch oft meine jetzt gesagt, aber es ist eher unsere Website. Heißt, wirklich eine Website von mir, für euch, für uns alle, wie auch immer. Weil ich finde, klar, wir haben mit YouTube schon so ein geiles Community-Ding, ne? Die sich aufbaut, eine geile Community, die sich langsam aufbaut. Aber ich finde, mit so einer Website ist es nochmal viel geiler, weil man da viel mehr machen kann. Auch Sachen, die ich
nicht so gut in YouTube-Videos verpacken kann, die ich einfach selber nicht hinkriege. Deswegen habe ich diese Website gebaut. Ja. So. Ihr seht schon, das ist das kleine Bildchen. Natürlich ändern wir jetzt die Ansicht und ich zeige euch mal so einen kleinen Sneak Peek. Oder was heißt Sneak Peek? Ich zeige euch einfach mal diese Website. Lehnt euch zurück, nehmt euch was zu trinken, was zu essen. Ihr wisst, wie es läuft. Und dann gehen wir mal rein. Das ist die Website. projektp.com. Geschrieben auf Deutsch. Natürlich, ihr wisst es. Project P ausgesprochen. Ich weiß, ist irgendwie irgendwas Dummes in meinem Kopf, aber ich finde es irgendwie cool. So, Projekt P zeigt einfach, ich bin ein Deutscher. Project P ist so dieses, okay, wir sind international oder ne, das ist für jeden. Und das soll auch diese Website sein. Zurzeit ist noch alles auf Deutsch. Mal gucken, ob ich das irgendwann hinkriege, dass wir das natürlich auf Englisch machen. Ne, dass du übersetzen kannst. Aber, dass ihr schon mal merkt, wo ich hin will oder was meine Zukunftspläne sind und. Aber ja, das ist die Website. Am Anfang wird immer ein Video sein, was ich gerade extrem feiere von mir oder was auch sehr viral geht von mir. Die beste Endshow jemals, Defcon 1 Endshow 2026. Müssen wir nicht drüber reden, dass das, glaube ich, das krass performendste Video ist zurzeit. Deswegen haben wir hier auch aktuell im Fokus, wo wir auch draufklicken können und dann direkt zu YouTube kommen. Hier haben wir einzelne Reiter, Video, Playlist, Creator, News, Festival, Community, kommen wir aber gleich zu. Ja, auf dem Handy sieht es natürlich anders aus. Da bin ich noch nicht so im Bilde. Das ist wirklich erst nur eine Website für einen Desktop. Oder ja, für einen Desktop. Natürlich kann man auf dem Handy auch drauf zugreifen, sieht aber nicht ganz so cool aus, meiner Meinung nach. Wird sich aber auch noch in der Zukunft hoffentlich alles ändern. Ja, hier oben ein Symbol, hier eine Suchleiste und. Kommen wir alles gleich zu. Gehen wir mal ein bisschen runter haben wir so eine kleine Trending-Bar, wo wir einfach sehen, ey, was trendet gerade sind natürlich aber auch so nur diese ganz riesigen Sachen, ne, wie Dirty Works, Dominator Festival, also Festivals, DJs, Artists, Labels. Ich versuche das wirklich sehr groß immer weiter aufzubauen. Natürlich ist es jetzt nur das Größte. Dann haben wir neue Videos, wo ihr einfach schauen könnt, ey, was wurde gerade hochgeladen von Scantrax? Ey, guck mal, da wurde was hochgeladen von Intense Festival. Ist, glaube ich, sogar ganz cool, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit auf YouTube überall durchklickt oder auf Instagram. Natürlich, ne, hat man da schon alles irgendwie so aufgebaut oder habt ihr da schon alles aufgebaut. Aber das ist, genau dafür soll die Website sein. So, ey, okay, komm, ich gehe auf projectp.com und sehe einfach, was ist neu. Was gibt es für neue Videos? Ey, was steht für Festivals an? Ne? Ich habe einen kleinen Festivalkalender gebaut, ihr seht's. Hier sieht man nämlich noch, dass wir im Aufbau sind. Wir haben unterschiedliche Bilder, KI generiert, wie gesagt. Das werde ich auch immer wiederholen, ne? Nur um sicher zu gehen. Aber ne, wir haben hier vier unterschiedliche Festivals, aber 3 haben einfach das gleiche Bild. Das werdet ihr auch sehen, das wird sich über die ganze Webseite ziehen. Aber das ja, wird sich in Zukunft alles aufbauen. Es wird sich alles verbessern, sage ich mal. Ja, dann haben wir noch Hardstyle News, ne, für die Leute, die so ein bisschen so im Lesen sind. Ey, was gibt's Aktuelles, was auch immer. Da bin ich aber auch noch nicht aktuell weiter. Ich habe erstmal alles drumherum gebaut. Das wird sich aber auch in den nächsten Tagen schon ändern, dass wir hier wirklich on point sind. Hier sieht man es nämlich 17.07.27. Ja, 17.07. ist so das letzte. Sind wir ja schon ein bisschen hinterher. Wird sich aber auch alles noch ändern. Dann gibt es noch so einen kleinen Text zu mir. Auch alles KI generiert, nicht eigene Worte. Sind aber, glaube ich, ganz cool. Mit mir vor der UV. Dieses Jahr, also 26, ist natürlich auch KI generiert. Außer, dass dass ich das wirklich bin. Ja, dann unsere Community. Ist nochmal so ein extra Banner oder so ein extra Bereich. Haben wir hier oben natürlich auch. Aber, wie gesagt, das ganze Ding ist für euch.
Ja, ihr werdet oft auf YouTube hingewiesen, ihr werdet oft auf meine Seite hingewiesen, einfach natürlich, weil ich ein bisschen Werbung für mich selber machen will, aber auch einfach, weil es ein Community-Ding ist. Ja. Und das ist auch so das, worüber diese ganze Website ist, nämlich gemeinsam erleben, gemeinsam erinnern und gemeinsam fühlen. Ich finde, das ist so ein richtig geiler Leitspruch für Project P, für unsere Community, für uns. Ne? So, wir sind nicht nur Leute, die einfach nur diese Musik feiern, sondern wir sind auch Menschen, die diese Musik extrem fühlen können, die diese Musik einfach auch leben und auch die gerne Erinnerungen schaffen. Und deswegen, es ist halt, ich denke, ihr wisst, wo ich hin will mit dieser Website. Und ja, wie gesagt, hier habt ihr dann meine Kanäle, hier unten könnt ihr dann auch noch zu verschiedenen Reitern gehen. Wie es hier auch nochmal steht, ganz, ganz wichtig, es ist eine Community-Plattform, es ist jetzt nicht, dass ich dafür irgendwie mit irgendwen zusammenarbeite oder was auch immer, Marken, Logos, Namen, sind natürlich alles Eigentum immer noch von den jeweiligen Labels und Festivals und. Es ist einfach nur eine schöne Community-Plattform. Ja, das ist der Startbereich, ich denke, ist ganz cool. Ich habe alles so in diesen Cyan-Blau gemacht, weil ihr wisst es, ich liebe dieses Blau. Ja, im Hintergrund haben wir auch so eine KI-basierte Festival-Umgebung. Finde ich auch sehr cool. Es ist direkt dunkel, damit wir, alle gefühlt jeder benutzt heute hier diesen schwarzen Hintergrund. Ich denke, das ist sehr cool gemacht. Und gibt auch so ein bisschen diese Festival-Vibes wieder. Ja, dann gehen wir nochmal eben die Reiter durch. Damit ihr das einmal gesehen habt, wie gesagt, hier einmal alle Videos, dann seht ihr auch wirklich, ey, was ist los in der Hardstyle-Welt. Auch hier nochmal. Natürlich habe ich so die ganz großen dabei. Könnt dann auch hier durchsuchen, ne? Gehen wir mal mit Intense rein. Funktioniert. Ne? Könnt ihr hier auch einstellen, meist gesehen, älteste zuerst, was auch immer. Hier oben könnt ihr Festival, Artists, Labels auch nochmal einfügen. Aber alles so, ne, was erscheint gerade und. Aber wie gesagt, es ist alles im Aufbau. Ich will auch jetzt nicht zu viel dazu reden. Ihr sollt das selber erkunden. Playlist. Was ich damit vorhabe, weiß ich noch nicht. Bin ich ganz ehrlich, ob wir da einfach machen, ey, das sind so meine Favorite-Sachen. Ich glaube, das ist ganz cool, dass wir da so eine Playlist machen für meine Favorite-Sachen, eine Playlist-Sache für euch vielleicht. Ne? Okay, die Community-Playlist, sag ich mal so, ey, was feiert ihr extrem und. Aber das wird sich noch herauskristallisieren. Deswegen mache ich auch dieses Video, dass ihr auch schreiben könnt, ey, habt ihr da überhaupt Bock drauf? So, und auf der anderen Seite bauen wir das ganze Ding zusammen. Heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, kann es sein, dass ich die umsetze, kann aber auch sein, dass ich sage, ey, das ist es nicht. Das sehe ich nicht so oder das will ich für diese Website nicht. Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ich da Bock drauf habe, wenn ich sehe, dass das für uns passt, dann machen wir das auch. Ja, dann Creator. Wie gesagt, da geht es dann um mich. Ne? Ist auch ganz cool, glaube ich. Weil YouTube, müssen wir nicht drüber reden. Der Algorithmus, werden die neuen Videos nicht angezeigt, dies, das, jenes, auch wenn man Glocke aktiviert hat. Hier sieht man dann wirklich, okay, es ist wirklich ein neues Video hochgeladen, mit Aufrufen, wann es hochgeladen wurde und. Dann so ein paar kleine Sachen. Wie gesagt, lest euch das gerne selber durch. Dann, ganz wichtig, die Reise, ganze Roadmap, könnt ihr auch anklicken. Seht ihr nämlich, es ist alles noch im Aufbau. Und das ist halt so das Coole, ne? Ihr werdet sehen, wie sich nach und nach alles aufbaut. Ich glaube, das ist ganz cool, euch damit auf diese Reise zu nehmen und nicht zu sagen, ey, das ist jetzt, daran habe ich jetzt 2 Monate gearbeitet, hier habt ihr eine fertige Website, sondern so wie sich unsere Community auch aufbaut, baue ich diese Website für uns auf. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ja, aber damit wir so einen kleinen, oder damit ihr auch wisst, was als nächstes passiert, habt ihr hier so einen kleinen Bereich. Ne, Projekt P ist live. Deswegen ist dieses Video Festivalbereich. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Kommen wir gleich zu. News und Community ist noch im Aufbau. Mehr als Content ist die Zukunft. Also, ne, dass wir noch mehr Artists reinkriegen.
Irgendwelche persönlichen Sachen, ne? Wenn ich irgendwelche Vlogs mache oder so, oder vielleicht schreibe ich auch irgendwelche Blogs, so, ne? Natürlich auch mit KI. Dafür bin ich halt nicht schlau genug, da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin auch nicht der Mensch zu, der dann auf einmal so einen fetten Bericht da schreiben kann. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Dann natürlich nicht nur meine Perspektive, sondern unsere gemeinsame Leidenschaft. Ihr merkt, also es ist halt wirklich Community. Das ganze Ding und generell Project P ist nicht nur immer ich, sondern es sind wir. So, und ich denke, dass diese Website das nochmal ein bisschen mehr zeigt, als ich das in den Videos zeige und sage, dass Project P nicht nur ich alleine bin, nicht nur mein YouTube-Kanal, nicht nur mein TikTok-Kanal, nicht nur mein Instagram-Kanal, nicht nur, ja, also nicht meine Social-Media-Präsenz oder mein Social-Media-Ich, sondern wirklich, Project P soll so wie alle sein, wenn man das checkt. Ist vielleicht ein bisschen crazy alles so, aber das ist so das, was ich mir halt vorstelle. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Genauso kommen wir dann zu den News. Da, wie gesagt, sind wir voll im Aufbau. Ihr seht's, hier sind das, also das sind sogar noch alte Bilder. Sind das alte Bilder? Ne, das sind nicht alte Bilder, aber ihr seht, überall, wo ein Festival ist, haben wir das gleiche Bild. Das wird sich auch noch alles erneuern. Davor stand nämlich zum Beispiel, ne, so ein, genau, das Bild mit Festival. Fand ich auch ganz cool. Finde ich aber auch dann irgendwo ein bisschen lasch. Wie gesagt, wird sich alles aufbauen, aber dann habt ihr hier nachher dann die Möglichkeit, euer Festival zu suchen oder auf was ihr, ne, irgendwie, vielleicht habt ihr irgendwie irgendwo was kurz gesehen und denkt euch, ey, wo finde ich das? Und dann könnt ihr einfach hier auf Project P gehen, suchen und dann könnt ihr euch den, ja, den Blog oder was auch immer dazu, oder die Meldung dazu einfach anschauen. Das ist aber noch nicht automatisiert, deswegen sind wir auch erst beim 17.07. Ja. Hier natürlich auch, ne, habt ihr unterschiedliche Quellen. Ihr seht alles so die, bis jetzt nur die großen Labels, unterschiedliche Kategories und auch wieder die Sortierung. Guckt euch da gerne durch. Dann haben wir die Festivals. Ihr seht, ne, es sind schon ein paar drin. Glaube, was habe ich jetzt? 25, genau, 25 Festivals habe ich drin. Indoor sowie Outdoor sowie Indoor, aber auch noch nicht alle. Da könnt ihr mir auch gerne reinschreiben, ey, welche Festivals würdet ihr da gerne sehen? Oder es sind Must-Have. Also für mich sind so das jetzt die Must-Have, weil das so meine Festivals sind, wo ich hingehen würde. Aber ich will halt wirklich einen Kalender nachher haben, wo jeder draufgehen kann und dann gucken kann, ey, okay, ich will zu dem Festival, ach ja, das Festival war da und da. Und. Und ja, dann könnt ihr hier gucken, ob das dieses Jahr noch ist, ob es nächstes Jahr ist, in welchen Ländern, ob Tickets verfügbar sind, ob es ausverkauft ist, welches als erstes angezeigt wird und. Ich finde das sehr, sehr cool. Ihr seht's, auch hier wieder ist es noch nicht so weit, dass es auf aktuellen Stand ist. Natürlich, wenn wir hier vorne, gehen wir nochmal eben zurück, wenn wir natürlich hier gucken, passt es perfekt. Dass es wirklich ne, aktuell ist. Hier ist es noch nicht so, das muss ich auch noch alles umändern. Aber ja. So, aber gehen wir mal auf das Dezibel Outdoor. Das wird ja jetzt dieses Wochenende anstehen. Für alle, die da hingehen, viel Spaß wünsche ich euch. Und dann haben wir hier, genauso wie bei allen anderen Festivals, aber ich zeige es euch jetzt nur beim Dezibel Outdoor, haben wir unterschiedliche Kapitel. Ne? Einmal hier so einen kleinen KI-generierten Satz. Was ich auch ganz cool finde, ne? Du kannst hier unterschiedlich durchklicken, Festival entdecken, boom. Dann kommst du nämlich dann direkt zum zweiten Kapitel, aber hier wird dir dann nochmal Kapitel angezeigt, das Festival angezeigt, ob Tickets noch verfügbar sind, welches Festival, wo es stattfindet. Hier könnt ihr dann auch gucken, ne, dann kommt ihr auf Google Maps, der Countdown. Also finde ich eigentlich alles sehr, sehr cool gemacht, ne? Könnt ihr natürlich sagen, wie ihr das findet. Wie gesagt,
Gerne Verbesserungsvorschläge, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ob es dann nachher irgendwie umgesetzt wird, ist dann nochmal die Sache. Ja, dann kommen wir zweites Kapitel, Festival entdecken. Da haben wir dann nochmal das gleiche. Weiß ich noch nicht, ob ich das umändern werde, aber ich glaube, das ist eigentlich auch ganz cool. Ja, eigentlich kann ich das hier rausnehmen, aber es ist die Beta. Informationen, irgendwie hat sich das noch nicht herauskristallisiert, aber ihr habt hier überall die Möglichkeit, immer zu der Festival-Seite zu kommen und das ist mir auch ganz wichtig, weil wir sind einfach nur ein Community-Ding. Heißt, ich mache hier ein bisschen Werbung vielleicht, okay, gut, so, aber es ist nicht, dass ich sage, ey, ich repräsentiere hier das Label, das Festival oder was auch immer. Und ihr habt hier überall die Möglichkeit, überall da hinzukommen. Ja, dann gibt es Kapitel 3, so die Geschichte, ne, so ein paar kleine Sätze dazu. Und dann die Highlights, was gibt es auf den Festivals, ne, zum Beispiel hier Mainstage, Weekend Experience, Stage Diversity, Final Moments, alles so ein bisschen unterschiedlich. Aber man merkt, es ist alles KI generiert. Die ganzen Texte, die ganzen Sätze. Ist, glaube ich, auch ganz cool so, weil das halt so einen weiteren Bereich abdeckt und nicht nur, okay, gut, ey, das ist jetzt, was ich halt so cool finde, sondern generell, was es eigentlich cool macht und, glaube ich, auch ganz ein bisschen cooler für euch ist. Dann haben wir Kapitel 5, deine Reise beginnt hier. Genau. Wo ist das? Gibt es Camping? Was ist das Mindestalter? Sind Tickets verfügbar? Wer ist der Veranstalter? Und. Und dann haben wir in Kapitel 6 haben wir dann immer so kleine Videos von mir. Ne? Community heißt, mein Arsch wird auch irgendwo und überall zu sehen sein. Deswegen, ja. Dann gibt es dann hier jeweils die Videos. Kann auch manchmal sein, dass es noch ein bisschen gemischt ist. Ne? Dass wir dann, dass hier auf einmal Videos angezeigt werden, die gar nichts mit Dezibel zu tun haben. Sondern einfach irgendwo ist Dezibel steht dann da irgendwo und dann ist das hier, wird das hier mit angezeigt. Aber finde ich auch sehr cool. Dann kann man hier nochmal sehen, ey, cool, der hat sich da schon was so angeschaut. Und dann geht es halt auch wirklich, wie man sieht, ne? Back to the Roots. 2024 geht's dann runter. Und man sieht auch meine Entwicklung, ne? Finde ich auch krass. Krass zu sehen. Immer unterschiedlich, Haare gestylt, nach oben mit Cap, zeigt meine langen Haare zur Seite, zur Mitte Scheitel und. Ist schon verrückt. Aber zeigt einfach unsere Reise, ne? Und dann haben wir Kapitel 7, das nächste Kapitel. Und das werdet ihr sehr oft sehen. Das Festival endet irgendwann, deine Geschichte damit vielleicht noch nicht. Noch lange nicht. Sorry. Und das ist halt so auch dieses Ding, ne? Ihr merkt, es ist halt... ich finde, das ist halt auch eine Website, die halt nicht so statisch ist, sondern es ist halt ein Community-Ding. Es soll euch zeigen, ey, wir sind eine Riesengemeinschaft. Und dafür baue ich das einfach, ne? Ja, kommen wir nochmal zur Community. Das ist einfach nochmal so ein extra Reiter. Vielleicht nehme ich den auch irgendwann raus, weil es ist sehr viel Community, ne? Du siehst überall siehst du irgendwo Videos von mir. Du hast noch ein Creator-Ding von mir. Dann am Anfang siehst du einen riesen Community-Bereich. Weiß ich noch nicht, ob ich das so feiere, weil das wirklich sehr extrem ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja projectp.com. Es ist meine Seite. Ich glaube, es ist mir verziehen, dass ich so viel Werbung auch für mich mache. Sorry. Aber wie gesagt, hier haben wir dann auch nochmal so ein kleines Community-Ding, wo ihr dann einfach nochmal seht, okay, was habe ich für Kanäle. Also es ist dann nochmal so ein Creator-Ding, aber auch später wird es hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Community-lastig sein. Heißt, habt ihr hier irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Was? Steht noch in den Sternen. Und ja, natürlich auch einen kleinen Suchbereich, ne? Der lädt ein bisschen, ne? Verzeiht es mir da. Aber hier könnt ihr dann auch, weil wir gerade Dezibel waren, suchen, was gibt es auf der Website. Ey, das Festival. Ey, da sind Videos. Dann seht ihr auch Videos vom Festival. Wie ihr seht, natürlich gibt es nicht nur 3 Videos, aber das ist halt so, wie sich das alles aufbaut. Ja.
Ja, das ist meine Website, die ich jetzt noch weiter ausbaue. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wie euch das gefällt, könnt ihr mir gerne reinschreiben. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge auch. Oder irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ey, das wäre cool, wenn du das mit reinbaust. Ob es am Ende passiert, ist nochmal eine andere Sache. Ja. Und dann wird das mein nächstes Projekt. Natürlich werde ich hier auch aufpassen müssen, dass ich das nicht zu sehr im Fokus reinhau. Weil ich weiß, die Videos haben jetzt darunter gelitten. Oder meine YouTube-Laufbahn. Wird sich aber jetzt auch wieder ändern. Ich wollte unbedingt diese Festivalseite fertig haben. Und jetzt werde ich nach und nach diese Festivalseite in der Woche wahrscheinlich aufbauen. Und wenn ich frei habe, werde ich dann meine Videos drehen. So ist der Plan. Und ich denke, das wird eine sehr coole Geschichte. Ja, und ich hoffe, sie gefällt euch einfach, ne? Ist so mein kleines Baby. Ist, glaube ich, ganz cool für uns alle irgendwo. So eine geile Community-Seite, die halt nicht so statisch ist, die halt wirklich so dieses gemeinsame Ding zeigt, aber auch so ein kleines Projekt für uns alle ist. So für mich einfach so, ne, dass ich noch mehr in diese Festivalwelt reinkomme, noch mehr reingesaugt werde und. Ihr auch vielleicht, falls ihr gerade erst dabei seid oder ne, vielleicht auch schon Althase seid und euch denkt, boah, krass, das wusste ich vielleicht noch gar nicht oder ey, cool, dass es so eine Seite gibt. Und auch einfach ein Projekt, was sich nach und nach aufbaut. Das finde ich so irgendwie am coolsten. Wir haben wirklich hier ein Projekt, wo wir sagen können, okay, wir sehen vielleicht in 6 Monaten oder in 1 Jahr, wow, wir sind von da gekommen, jetzt sind wir hier, wir haben so eine krasse Seite aufgebaut und. Und ja, das ist meine Seite. projectpeople.com könnt ihr gerne abchecken. Von mir, für euch, für uns alle. Und dann bin ich gespannt, wie es euch gefällt. Dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Vielleicht gibt es irgendwann aktuelle Videos zu der Website, was steht als nächstes an, was auch immer. Wenn ihr da drauf Bock habt, schreibt mir das gerne rein. Sonst mache ich das einfach im Hintergrund und ihr werdet dann das Schöne oder die Änderungen dann da sehen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Deswegen kann ich mich noch nicht entscheiden. Ja, und sonst sehen wir uns bei den nächsten Reactions und anderen Videos. Ihr merkt, Project P wird immer größer. Ich habe immer mehr Bock, irgendwie neue Sachen zu machen. Und danke, dass ihr mich auf diese Reise begleitet. Also vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.